Wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich was ganz Besonderes vor und zwar, ich fahre heute zu einem Enduro-Training mit meiner Royal Enfield. Mal schauen, wie ich mich zwischen den ganzen GSen schlagen werde. Los geht's! Die Sonne steigt gerade über den Horizont. Voller Vorfreude fahre ich einem unvergesslichen Erlebnis entgegen. Morgen. Heute bekomme ich die Gelegenheit, diese robuste, geländegängige Maschine an ihre Grenzen zu bringen und meine Offroad-Fähigkeiten zu verbessern. Machst du so ein bisschen normale an? Nach einer kurzen Einführung unseres Trainers ist unsere erste Aufgabe, die Grundlagen des Offroad-Fahrens zu erlernen, bevor wir uns an anspruchsvollere Herausforderungen wagen. Zuerst üben wir die Kontrolle über das Motorrad zu verbessern, unser Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Es fühlt sich anfangs ungewohnt an. Mit der Zeit gewöhne ich mich an den losen Untergrund und spüre, wie das Vertrauen in meine Maschine wächst. Ah, schaut schon gut aus. Als nächstes fahren wir ins unebene Gelände, lernen, wie man Gas und Bremse effektiv einsetzt, um Stabilität zu gewährleisten. Weniger, sondern so wie es tut, los. Ja, los. Ja, und damit habt ihr aber auch gleichzeitig gashandfrei. Gut, dahinter am Boden. Die Royal Enfield erweist sich als äußerst stabil und reagiert präzise auf meine Kommandos. Hinten halt, die Hinterbremsen halt, die Kupplung lässt ein bisschen aus und wenn die Drehzahl fällt, lässt dann erst die Bremsen aus. Langsam. Ein bisschen zurücknehmen, ohne Schaden. Mit jedem neuen Terrain werden die Herausforderungen größer. Steile Hänge, schlammige Pisten und Sand erfordern vollständige Konzentration und Geschicklichkeit. Stark bremsen, nur das Gas ein wenig wegnehmen, weißt du? Ja, das ist wichtig, das liegt nicht an der Leitung. Die Sonne brennt immer intensiver auf uns in voller Montur herab. Jawohl, das war gut. Hier zeigt sich die wahre Stärke der Himalayan. Sie bewältigt die anspruchsvollen Strecken mit beeindruckender Leichtigkeit. Dreiviertel 12. Dreiviertel 12.
gut. Ich lerne, wie wichtig es ist, die richtige Linie zu wählen. Jeder Fehler wird zu einer wertvollen Lektion, die mir dabei hilft, mich als Fahrer zu verbessern. Wir genießen unsere mitgebrachten Jausen in der Gemeinschaft gleichgesinnter Enduro-Fahrer. Die perfekte Gelegenheit, um den Adrenalinspiegel wieder zu senken und sich über Techniken und Feinheiten des Offroad-Fahrens auszutauschen. Das war das da. Das ist jetzt ein bisschen höher. Ja, das ist schon weich. Wo ist das Ding da am Licht? Gestärkt und voller Vorfreude auf die Herausforderungen des Nachmittagstrainings geht's auf noch steilere, höhere Schotterhügel. Die Anspannung in der Luft ist spürbar, als wir uns in Position bringen. Die Himalayan scheint die Aufregung zu teilen, während der Motor im Leerlauf sanft blubbert. Ja, also nur nicht bremsen, sondern eher die Geschwindigkeit dann mit den Kupplung zu passieren. Ja, leicht ist das nicht zum Einschätzen, finde ich. Na, total, gell? Ja. Ich nehme meinen Mut zusammen, gebe vorsichtig Gas, während ich das Gleichgewicht nach vorne verlagere. Jetzt schaust du mehr gerade oben, nicht in die Kurven schauen, sondern gerade oben fahren, ja. Okay. Geht schon. Die Herausforderung ist nicht nur der steile Anstieg, sondern auch der lockere Schotter unter den Reifen. Jeder Versuch, den Hügel zu erklimmen, erfordert Präzision, Timing und eine gute Balance, um nicht den Halt zu verlieren. Nachdem wir den herausfordernden Schotterhügel erklommen haben, steht uns nun ein ebenso anspruchsvoller Abhang bevor. Dieser Abhang ist für mich eine Lektion in Willensstärke und Vertrauen. Er ist nicht nur eine physische Herausforderung, sondern auch eine mentale Übung in Konzentration und Gelassenheit. Ich zögere erst, als ich den steilen Abhang vor mir sehe. Fuß des Abhangs überkommt mich eine Welle des Triumphs. Die Überwindung zeigt, dass das Training nicht nur eine körperliche Herausforderung ist, sondern auch eine Reise der Selbsterfahrung und des persönlichen Wachstums.
Himalayan ist nicht nur eine äußerst robuste Maschine, sondern auch eine treue Partnerin auf jedem Enduro-Abenteuer. Das kann ich. Ja, Mann, ja. Mit einem Gefühl von Zufriedenheit und Respekt vor der Natur drehe ich noch ein paar Runden über das Offroad-Gelände. Die Himalayan strahlt eine gewisse Eleganz aus, die ihre Stärke kaum verrät. Mit ihrem langen Federweg und den grobstolligen Reifen ist sie zweifellos für dieses Gelände gemacht. Alles okay? Ja, passt. Wir können jetzt den Rücken auch noch verreißen. Ja, jetzt war. Hopp, hopp. So, und jetzt nur ins. Oder so. Am Ende des Tages bin ich von einer Mischung aus Erschöpfung und Euphorie erfüllt. Das Enduro-Training mit der Royal Enfield Himalayan war eine unvergessliche Erfahrung, die meine Leidenschaft fürs Motorradfahren auf ein neues Niveau hebt. Es war nicht nur ein Training, sondern auch eine wertvolle Erfahrung, bei der ich meine Grenzen austesten und überwinden konnte.